You have arrived at an interesting time. I was just preparing to meet with representatives from the Romulan Star Empire and the Romulan Republic. Each are urging our colony to join their faction. We've done our best to stay out of the conflict until now, but I fear we will soon be forced to take a side. Yes, the Empire has a way of offering assistance that feels more like a threat. They offered security services for my world, and I could not risk refusing them. And, to be fair, there have been no abductions since the fleet began protecting the planet. A number of our citizens went missing in the weeks before the Empire arrived. The Empire blames the Republic, of course, but I think Sela likes to blame them for a lot of things. There's no evidence they are responsible, however. In fact, there's no evidence at all. And I think that if the Republic were behind these kidnappings, they would leave some trace behind. If you would care to speak to the representatives, I would be interested in hearing. You are not welcome here, Starfleet. Then she is a fool. The Federation are allies of the terrorists who seek to destroy what remains of our glorious empire. You will do nothing here but sow dissent and unrest. I also know that you destroyed a ship protecting this planet, with callous disregard for the safety of the citizens of this colony. You had no choice. Those words have been the excuse of monsters since time immemorial. On the chance, however, that the Council is foolish enough to be swayed by your biased opinion, I will explain that the Romulan Star Empire is Serene Prime's only hope for peace and stability. We alone possess the military strength and operational effectiveness to keep this planet safe. The terrorists from the Republic can only offer them a portion of their own loss and suffering. The Empress has already sent ships to defend this colony. That A pleasure to meet you. What can I do for you? My intent was to speak to the Council about the advantages of joining the Republic. Fortunately, I arrived before the blockade, and the Council has extended their protection to me. Otherwise, I'd probably be on my way to one of the Tal Shiar's prison facilities by now. The Empress likes to hide her threats in a few layers of deception and lies. It can be difficult for a peaceful world like Serene Prime to resist. But if we all stick together, we will be able to rise up and defeat the Tal Shiar once and for all. Also ich finde zum Beispiel, das hätten sie anders machen müssen, das hätten sie machen müssen hier. Welche Fähigkeiten möchten sie auf den Charakter haben, weil so ist man wieder gezwungen, eine bestimmte Rasse zu wählen. Gleichzeitig auch, oder? Well, what did you think of them? Ja gut, das stimmt schon. Ja. An interesting perspective. Thank you for your suggestion. Our most convincing evidence comes from a survivor of Virenat. And if his story can be believed, he says he knows who is behind these abductions. You should speak to him before you leave. Beim Romulaner also Plasmawaffen. Yes, I was in Virenat. My family died there. My friends. It wasn't terrorists who destroyed my home, and it certainly wasn't the Republic. It was the Tal Shiar and their friends.
But you don't have to take my word for it. Veronet has been abandoned. Ja, das finde ich gerade scheiße. Es ist zwar gut, dass jede Spezies irgendwie auch seine eigene Art hat und so weiter, aber ich finde das gleichzeitig auch wieder scheiße, weil nämlich du dann wirklich gezwungen bist, wenn du zum Beispiel mehr exotischen Schaden haben willst, zum Beispiel extra einen Zeitagenten nehmen zu müssen. Beziehungsweise hier Your presence here is unauthorized. Furthermore, we have evidence that you had a role in the destruction of the IRW Rhea and the deaths of her crew. Lower your shields. You appear to have run afoul of the Tal Shiar. Do you require assistance? ja, es gibt immer spezielle Sachen. Das ist ja bei jedem Charakter eben anders, aber wie gesagt, es ist immer so eine Sache. Ich hab doch... Achso, da muss ich hin. Ja, ich habe zum Beispiel einen richtig geilen Triple beim Manager gefunden, ne? Ich weiß nicht, was du von dem hältst, aber ich finde ihn richtig gut. Ja, ich habe den bei meinem Manager gekriegt. Der hat, wenn ich den nutze, 5 Minuten erstmal, ne, über 5 Minuten, 6 Minuten sogar. Ne. Also der hat 1,5% mehr Schaden und 1,5% kein Schimmer, wie der heißt. Da muss ich erstmal Manager wechseln, ein bisschen bescheuert. Ich wechsle jetzt hier mitten auf den Manager, Mensch. Ist so scharf drauf, oder was? Und, was kann der? Weiß ich, habe ich schon verstanden. Dann wird es, ja. Hm.
Na. Alles gut zu wissen. Dann werde ich nicht bei meinem Romulaner hauptsächlich Plasma-Dinger reinjagen, auch wenn es ein Wissenschaftler ist. Ja, wie gesagt, ich hasse es. Ich hasse es mich nach, ja, aber ich hasse es mich nach Rassen zu orientieren. Ich hasse das. Ich verabscheue sowas. Ich habe sonst Alien gespielt. Was mir aber auch anpisst, was wir unbedingt ändern müssen, das Anvisieren. Alter Schwede. Geht mir das auf den Keks. Man will auf einen schießen, der direkt vor einem ist. Wohin zielt er? Am Arsch der Welt hinten. Ja, schön und gut. Du meinst aber im Weltraum. Und im Weltraum zieht er auch nicht auf den, den ich haben will, meistens. Meistens, ich will einen genau vor mir ziehen. Wohin zielt er? Am Arsch der Welt. Wo er außer Reichweite ist. Sehr intelligentes Zielsystem. Sehr intelligent. Wo ich bei dem am ersten bin, ne? Ich nur manchmal. Muss ich leider sagen. Also da hätten sie echt schon was machen müssen. Hätten sie besser machen können. Aber auf dem Bodenkampf geht mir das auch auf den Keks. Ich ziehe auf einen Typen. Was macht er? Nein, er zieht nicht auf den. Er zieht auf den 10 Kilometer weiter, der außer Reichweite ist. Intelligent. Oder die NPCs, wie blöd die manchmal sind. Das tut auch schon weh. Also kannst du mir nicht sagen, das ist pure Blödheit. Also da hatte ich jetzt zum Beispiel einmal Folgendes. Warte, lass mich nachdenken, das war folgendermaßen. Ich habe, was ist das denn? Ich habe, bin da losgelaufen, ne? Fahrstuhl runtergefahren und so, lauf weiter, bin ich ganz allein. Ich muss alle Gegner alleine platt machen, weil die NPCs alle am Arsch der Welt, beziehungsweise direkt bei der Tür stehen geblieben sind. Nein, die laufen nicht durch, die bleiben einfach stehen. Das zeigt nochmal wieder, wie intelligent die NPCs sind. Nämlich so strunzendämlich, dass man schreien könnte vor Schmerzen.